Moin aus dem Wunderland. Diese Woche geht es mal um das Thema Halloween. Wir sind eigentlich ein sehr familienfreundlicher Ort, aber es gibt auch gruselige Szenen im Wunderland und die suchen wir heute. Die Tradition des Halloween stammt aus Irland ursprünglich. Irische Auswanderer haben dann das Thema in die USA mitgebracht. Dort wurde das Ganze perfektioniert. Deswegen starten wir in unserem Amerika-Abschnitt hier im Wunderland. Einige Häuser sind aufwendig dekoriert. Dieses hier zum Beispiel, da sind die Häuser manchmal gar nicht mehr zu erkennen. Wir haben auch einen Themenzug im Amerika-Abschnitt, je nach Jahreszeit. Aktuell natürlich unser Halloween-Zug. Mal gucken, ob wir den finden hier. Der fährt natürlich immer. Oh, da kommt er gerade angefahren. Was für ein Zufall. Der Tod gehört zum Leben. Auch hier bei uns im Wunderland gibt es viele Friedhofsszenen. Einige davon mit berühmten Filmszenen ausgestattet, wie hier auf dem Grabstein sitzt der Beetlejuice aus dem bekannten Film Beetlejuice. Das weitere Highlight haben wir im Amerika-Abschnitt gesucht und nicht gefunden. Auf der Suche dazu hat uns der Leitstand weitergeholfen, denn der Truck ist aktuell kaputt. Der Walking Dead Truck steht hier im Leitstand, wird jetzt in die Werkstatt gehen, damit er zu Halloween wieder fit ist. Weitere Walking Dead Figuren sollen auf die Anlage kommen. Wohin, verrät euch meine Kollegin Theresa, die diese Figuren baut. Das Update habt ihr ja schon gesehen von unserer Geisterfabrik in Humberstone. Aber wir hatten euch noch verschwiegen, welche Bewohner da einziehen werden. Es werden die Zombies von The Walking Dead. Wie soll man es anders betiteln? Natürlich müssen die da rein. Und die werde ich in der nahen Zukunft einkleben, wenn sie dann stehen bleiben wollen. Diese Figuren, die habe ich gebaut aus normalen Preiserfiguren, zerschnitten, zerhackt, kaputt gemacht, grau angemalt und doch so ein bisschen, damit man wirklich sieht, es sind Zombies, mal so eine Latte durchgesteckt. Trotzdem laufen sie weiter. Ganz klassisch. Seine Arme nach vorne streckt, habe ich gemacht. Oder Zombies müssen ja auch mal ein bisschen Kultur genießen. Einer, der ein Buch oder eine Zeitung liest. So gibt es dann die verschiedenen Arten oder jemand, der rumkrabbelt. Natürlich muss auch eine von Walking Dead selbst auftreten. Und wer kommt da am besten? Natürlich schon mit ihren eigenen Zombies. Die habe ich auch schon fertig, hier noch in der Packung drin. Und der wird dann in Humberstone durch die Gegend schlendern. Aus der amerikanischen Großstadt in die deutsche Provinz. Wir sind in unserer Hauptstadt Knuffingen, wo es aber doch eher ländlich zugeht. Und unser Pflegeteam hat wieder ganze Arbeit geleistet. Normalerweise sorgen sie dafür, dass die Anlage sauber ist. Sie unterstützen uns aber auch dabei, die Anlage saisonal zu schmücken. Und hier in Knuffingen haben wir diesen ganzen Bereich richtig schön Halloween-mäßig geschmückt. Hier gibt es noch ein paar weitere Details, die nicht sofort ins Auge fallen. Zum Beispiel hängen über der Anlage ein paar gruselige Tiere und Figuren und es gibt einen Friedhof. Und neben dem Friedhof befindet sich noch eine ganz besondere Figur. Dem sollte man lieber nicht so nahe kommen. Es handelt sich um den Slenderman. Wir befinden uns immer noch im Knuffingen-Abschnitt und hier gibt es Browns Spooky Hotel.
Und das könntet ihr schon kennen aus der letzten Halloween-Folge, die ist aber schon ein paar Jahre alt. Deswegen hier nochmal zur Erinnerung unsere gruselige Hotelszene mit Pennywise, dem Clown. Richtig passend zu den Gruselszenen. Es ist dunkel geworden. Jetzt läuft auch noch Hells Bells. Mehr geht ja gar nicht. Und ich bin jetzt in meinem richtigen Arbeitsplatz hinter den Kulissen, wo ich ja im Alltag die Führung hinter die Kulissen mache. Und auch hier gibt es richtig gruselige Szenen. Zum Beispiel hier im Wald haben sich einige ganz, ganz gruselige Figuren auf den Weg gemacht, die Gäste zu erschrecken. Und weiter geht's hinter den Kulissen. Ein anderes Detail. Das ist das ganze Jahr über pink gefärbt und passt nicht ganz zu Halloween. Aber auch hier gibt es zwei ziemlich blutrünstige Szenen mit einem Hula-Hop-Reifen in zwei geteilt und aus einem Sarg möglicherweise wieder auferstanden und ein pinkfarbener Halloween-Kürbis. Ähnlich wie in Knuffingen gibt es auch hier im Hamburg-Abschnitt ein Diorama. Und je nach Saison wird hier das passende Stück eingesetzt. Aktuell ist es ein gruseliger Irrgarten. Den seht ihr hier. Ob die Gäste da je wieder rausfinden, ist die große Frage. Im Skandinavien-Abschnitt haben wir im Bereich Schweden Schnee auf der Anlage. Und dazu passen noch perfekt die Weißen Wanderer und der Nachtkönig, wobei die Weißen Wanderer gar nicht weiß sind. Aber ihr findet die hier bei uns auf der Anlage in der Nähe des Fliegenden Holländers. Nicht immer sind es Filmszenen oder ganze Dioramen, die wir austauschen. Manchmal sind es einzelne Kürbisse oder kleine Details, die wir auf die Anlage bringen. Wie zum Beispiel hier in Hagenbecks Tierpark im Hamburg-Abschnitt. Die findet ihr hier auf der Anlage, auf den Besucherwegen, im Zoo. Das verlassene Sanatorium in der Provence ist gar nicht verlassen. Ihr könnt in die vielen Räume reingucken, es geschehen gruselige Dinge in den Räumen und ihr könnt euch per Knopfdruck sogar selbst erschrecken lassen. Wir haben inzwischen den Atlantik überquert, befinden uns in Südamerika, in Patagonien und auch hier gibt es gruselige Szenen auf der Anlage, zum Beispiel hier auf dem Friedhof. Das müsst ihr euch unbedingt mal genauer angucken, was da so alles passiert zwischen den Gräbern und in dem Schuppen nebenan. Und wenn es gleich Nacht wird auf der Drake-Passage, dann kommen die Geister der verstorbenen Seeleute und retten sich auf ihre rostigen Kähne und die könnt ihr hier dann beobachten. Ich hoffe, euch hat die Halloween-Spezialfolge gefallen. Jetzt bleibt nur noch zu klären, welche Gruselfilme oder anderen gruseligen Szenen fehlen bei uns auf der Anlage. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.